Hallo, willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in unserer Panantukan-Konzept der deutschen Clip-Serie. Wir wollen auf die bisherigen Clips gern unsere Techniken zeigen, unsere Trainingsmethoden zu Panantukan, unsere Ideen, natürlich für die Techniken, Inspirationen und natürlich auch, dass ihr die Möglichkeit habt, alleine zu Hause das zu trainieren, ohne einen Partner. In dem Clip möchte ich gerne zeigen unsere Guard. Wir haben ein paar unterschiedliche. Wir starten heute mit der Boxing Guard. Der Unterschied zum klassischen Boxen ist natürlich, dass wir viel mehr Dinge machen können. Das heißt, wir können mit Ellbogen schlagen, wir können mit dem Kopf schlagen, wir können reißen, wir können zerren, wir können hebeln, wir können werfen. Wir haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Darum sind gewisse Dinge sehr ähnlich, aber nicht hundertprozentig genauso wie beim klassischen Boxen. Zusätzlich ist natürlich immer so der Gedanke, dass wir die Dinge, die wir machen, auch mit Waffen machen können und dadurch ergibt sich natürlich auch möglicherweise eine andere Körperposition, andere Bewegung und eine andere Strategie. Ja, das sind so die Basics, das sollte man wissen, warum man das macht und jetzt starten wir einfach gleich mal mit unserer Guard. So, wir starten mit unserer Beinstellung und die Grundstellung. Also ich bin Rechtshänder, das heißt ich gebe auch mein rechtes Bein und meinen rechten Arm nach hinten, also wie im klassischen Boxen. Habe hier, man kann ungefähr sagen, also ein bisschen breiter als Schulterbreit und ziehe einfach nach hinten das Bein. Zwischen den Beinen selbst dann oder den Füßen ist ein wenig Platz, also es ist nicht genau hinten an der Ferse in einer Linie, sondern ein bisschen noch versetzt. Und ich habe eine gute Kniestellung, das heißt, das Knie geht ein bisschen, also wir gehen ein bisschen in die Knie. Dadurch bringe ich ein bisschen den Schwerpunkt nach unten und stehe ein bisschen stabiler. Ich kann das sehr gut üben. Im Moment ist so, wenn man sehr aufstellt, dann legt man sich so aus, da ist irgendwo ein Ende. Umso breiter man stellt, umso mehr kann man sich noch zur Seite biegen. Man kann sich auch mehr nach hinten biegen, steht zu knapp mit den Beinen, hört das natürlich immer auf und da bin ich sehr variabel. Die Fußstellung selbst, also die Zehen, zeigen wir uns nach vor. Viele machen das ein bisschen so, dass die wie in einem L stehen. Das ist nicht, hat manche Vorteile, wir lassen das eher wie bei einem natürlichen Gehen sein. Da habe ich natürlich auch nicht das Bein immer so seitlich, sondern eher nach vorn. Und ich kann die Energie sehr gut nach vor bündeln und die Zehenspitzen nach vorschauen. Die Hüfte selbst ist jetzt wenn ich quasi dieses L habe, so sehr seitlich ausgerichtet und die Kraft geht eigentlich immer dort, wo die Hüfte hinzeigt. Darum drehen wir ein bisschen das Bein so aus und kommt die Hüfte automatisch in die Richtung nach vor. Da ein bisschen so in die Knie. Ich habe ein bisschen so ein Dreieck nach unten, das heißt, die Knie sind nicht ganz gerade nach vor, sondern ein bisschen nach unten. Dadurch kann ich es sehr leicht wieder da zentrieren und mein Gewicht nach unten bringen. Die Ferse ist hinten aufgestellt. Das Wichtige, damit habe ich schon mal wie beim Läufer in einer Sprintbahn, kann ich viel besser nach vor weg abdrücken, um da ein bisschen nach vorzukommen. Das Gewicht ist ungefähr gleich, 50-50 links und rechts und habe diese Position nach vor ausgerichtet. Das ist eine sehr gute Position. Ich zeige euch dann Übungen auf, wie man das dann gut trainieren kann, wo man herausfindet, was für einen am besten ist. Man muss halt immer denken, dass bei uns natürlich alles erlaubt ist. Ich muss ja stabil stehen können, wenn mir jemand umzerren möchte. Ich muss beweglich bleiben und das ist ein ganz guter Kompromiss, diese Stellung. Ja, also das ist einmal die Beinstellung und wir gehen dann gleich weiter zum Oberkörper. So, die nächste ist die Körperposition. Das sind sehr detailliert in dem Video, damit man das auch sehr deutlich sieht, auf was es ankommt. Also wir haben unsere Beinstellung. Ich unterrichte es gerne, die meisten nehmen sich oft gleich so die Arme nach oben, dann haben sie da zu viel Platz jetzt da beim Oberkörper. Ja, ich mache das gerne so, dass ich sage, okay, wir pressen einfach die Oberarme und den Ellbogen am Körper und dann bleibt es das schon in der richtigen Position. Jetzt haben wir eine Beinstellung, jetzt nehme ich meine Hände nach oben und schiebe die vordere Schulter leicht nach vorne. Man sieht das da ganz gut. Die Armposition selbst kann in der Position sein, ist natürlich für die Straße etwas schwieriger, weil immer ein Feld offen ist. Oder man schiebt einfach den Kopf ein bisschen leichter nach unten. Dann hat man da eine sehr stabile Stellung, man sieht da sehr gut.
die Hände sollten immer am Körper sein. Dadurch wird es natürlich immer kompakter. Was ich dazu machen muss, ist, dass ich die Schulter nach oben nehme. Damit schütze ich wieder meinen Halsbereich. Das ist natürlich jetzt so, dass ich jetzt nicht in einem Wettkampf darf man natürlich nicht am Hals schlagen, aber sonst ist es natürlich immer so als Schwachstärke und sollte man das auch schützen. Zum anderen schütze ich das natürlich, dass die Schultern nach oben gehen. Wir gehen dann noch zur Kopfstellung dann auch nochmal spezieller. Aber wichtig ist einmal die Arme am Körper. Ich habe da diese Position, nehme die Schultern ein bisschen nach vorne, mache einen runderen Rücken und habe da so eine klassische Position. Man sieht es jetzt nochmal von der Seite. Arm abpressen und in der Position sein. Wenn ich immer so das Gefühl habe, dass ich immer wieder diesen Fehler mache, dass die Arme in der richtigen Position sind, ist es gut, wenn man kurz einmal aufhört und dann wieder von vorn starten tut, damit man sich das nicht in seinen Körper oder in seinen Muskelspeicher abspeichert und immer sich die falsche Position eintrainiert. Das heißt, immer wieder, wenn ich merke, okay, es funktioniert nicht so, dann immer wieder aufhören, dann wieder von neu starten und dann hat man eine schnellere Lernprogression. Ja, so, das war mal die Körperstellung und dann gehen wir zum Kopf. Zur Ergänzung zu der Bein- und zur Körperstellung kommt jetzt der Kopf drauf. Jetzt zeige ich das einmal von der Seite noch. Das heißt, wir haben unsere Arme da, die Schultern sind oben und jetzt geht der Kopf leicht nach unten. Das heißt, wir haben die Position. Das heißt, was wir jetzt damit erreichen wollen, ist, ich schütze nur einmal meinen Hals. Zweitens einmal, wenn ich da nach vorgehe, habe ich gute Nackenspannungen. Das heißt, wenn ich einen Schlag abkriege, geht der Kopf nicht, jetzt in so einer Position ganz nach hinten, wie ein Peitschenschlageffekt. Und das dritte ist, wenn ich geschlagen werde und ich bin in so einer Position, trifft die Nase, das ist natürlich viel schlimmer, als wenn ich getroffen werde, gibt die Stirn nach vor. Ja, das heißt, da wäre maximal auf der Stirn getroffen. Ist auch nicht sehr angenehm, aber viel angenehmer, als wenn ich direkt die Nasen trifft. Also aus der Position, wir können das nochmal machen. Erste Position, Beinstellung, Arm gehen nach oben. Und jetzt richten wir noch den Kopf aus und haben da sehr kompakte Position. Das ist unsere Position, mit der wir sehr gut so klassisch unsere Boxtechnik anwenden. Dann gehen wir jetzt noch weiter zu der Handstellung und dann sind wir eigentlich schon ziemlich weit. Die vierte und die letzte wichtige Sache ist die Handstellung. Wir schauen, dass wir die Hände eher offen lassen, also nicht ganz auf, sondern so einen lockeren, halb Faust, halb offener Position. Damit kann ich natürlich viel leichter parieren, ich kann greifen, wenn ich schlagen muss, einfach nur zu. Jetzt im klassischen Boxen ist es natürlich immer so eine Sache, da hat man die Boxenschuhe, dann hat man so einen Griff, aber speziell, wir können ja viele andere Dinge auch noch machen als schlagen, darum ist es wichtig, die Hände offen zu lassen. Und in einer guten, lockeren Position. Das ist nicht steif, weil wenn ich da nicht draufkriege, dann habe ich gleich Verletzungen auf die Finger, sondern eher so eine lockere Position. Dann fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, wir haben unsere Beinstellung, unsere Armstellung, der Kopf kommt noch dazu und jetzt konzentriere ich mich noch einmal auf meine Hände. Wichtig ist noch, ich lasse eher so die Hände immer in der Position, dass ich es locker habe. Ich kann es auch noch vorhalten, wenn ich mache, oder ich kann es in der Position später noch halten. Aber wichtig ist, dass viele machen das so, dass die Hände so einknicken. Das ist nämlich nicht optimal. Also ich lasse sie immer schon so, wie wenn ich eigentlich noch vorschlagen würde in einer guten Position, dass das eine gerade Linie ergibt. Ja, also nicht, wenn ich das merke, dass ich das mache, sofort verändern und schauen, dass ich immer ein gerades Handgelenk habe. Im nächsten Schritt zeige ich noch ein paar Übungen, wie man das allein trainieren kann und sich da einfach in der Grundstellung schon zu verbessern. Mein erster Tipp ist, dass wir uns einmal ganz klar sagen, was wollen wir eigentlich und uns immer auf unser Ziel fokussieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Aufhänger bin oder Beginner, dass ich mich zuerst einmal konzentriere auf eine Grundstellung und einmal nur die trainiere. Also ich würde das gar nicht am Anfang jetzt einmal schauen, bis ich die ein bisschen gefestigt habe, dass ich sehr viel in der Grundstellung trainiere. Ausweichbewegungen, Meitbewegungen, Schlagbewegungen und später dann immer mehr Steiger in der Beinarbeit kombiniert mit der Grundstellung. Wenn ich das einmal gefestigt habe, dann habe ich das in meinem Körper abgespeichert und es ist natürlich leichter, sich schneller zu entwickeln. Wenn man zu viel mischen tut am Anfang, ist es schwierig, weil der Körper durcheinander kommt und der Kopf. Und ich glaube, wenn man so sich fokussiert von einem Punkt zum anderen, wenn man das dann gut beherrscht, und nächstes Mal hat man einen schnelleren Lernerfolg. So, das war jetzt nur so die erste wichtige Sache. So, die zweite Sache wäre, da könnt ihr das sehr gut auch mit einem Tennisball machen, die Fersenstellung. Man nimmt einfach einen Tennisball
und lege den auf die Ferse. Und dann kriege ich immer so einen sofortigen Input auch, wie die Stellung des Fußes sein soll. Und von da kann man natürlich alles machen. Ich kann schlagen, wenn ich will, ich kann meiden, wenn ich will. Also ich kann relativ viel machen in einer statischen Position und präge mir genau diese Fußstellung ein, die ich haben möchte. Aber wie gesagt, die Ferse ist sehr gut. Wenn ich nach hinten gehe, habe ich quasi meinen Sensor, ich kann mich leicht nach vorne drücken. Und der dritte Punkt ist, dass ich mein Oberkörper mehr nach vorne habe. Gebe die Ferse nach hinten, bewegt sich leichter der Oberkörper nach hinten. Das ist zu passiv. Wir sind ein System, das eher offensiv ist. Das heißt, wir haben eine vorgeneigte Position, wie wenn wir mit einer Waffe kämpfen würden. Ja? Also nochmal zusammenfassen. Wir stehen da auf dem Bein, da ist die Ferse oben, damit speichere ich mir das ab. Ich kann das auch mit Klebeband drauf machen, wenn ich das dann mit Schrittarbeit mache. Damit kann ich sehr gut einmal das einprägen, wie die Beinstellung und die Fußstellung sind. Das nächste war diese L-Stellung. Ja. Das heißt, wir können das machen mit einem Handplatz unter jedem Gegenstand und geben einfach unser Bein daher. Sobald jetzt mein Bein beginnt, jetzt das zu machen, dass es wieder in die L-Position kommt, merke ich, okay, ich verschiebe eigentlich mein Pad und dann ist es nicht mehr optimal. Und wenn ich es dann wieder ausrichte, ist es einfach verschoben und dann merke ich, okay, an dem soll halt arbeiten. Das kann ich natürlich an einer Wand machen, das heißt, ich presse jetzt da die Sohle oder die Außenkanten von meinem Schuh an die Wand und kann natürlich auch da wieder arbeiten und mir das einprägen. Und solche Hilfsmittel sind immer sehr, sehr gut, weil man direkt einen Input kriegt und man braucht nicht immer einen Trainer dazu, der einem das sagt. Ja, also das ist noch mein nächster Tipp auch für die Beinstellung, dass man nicht diese L-Stellung hat. Für den nächsten Tipp kann ich Tennisball oder Handpass empfehlen. Das heißt, wenn wir hier in der Position sind, pressen wir mit unserem Ellbogen dieses Pad oder den Tennisball direkt an den Körper. Also nicht ganz unter die Achsel, sondern immer am Ende vom Ellbogen. Dadurch muss ich mehr Druck erzeugen und von da kann ich natürlich viel Bewegungen machen und mir das einschleifen, dass die Hand dort bleibt. Und sobald ich die Hand verrutschen tue, dann verrutscht das Pad und damit merke ich auch, dass die Handstellung nicht mehr passt. Ja, das kann ich auf beiden gleichzeitig machen oder nur auf der linken. Dann kann ich dann zum Beispiel da schlagen und habe aber trotzdem immer wieder da meine Armposition. Und ich setze, das schützt dann meinen Körper. Umso weiter es offen ist, umso schwieriger ist es natürlich, umso mehr es da ist, umso mehr gebe ich von meinem Körper frei. Ja, also das war einmal, so dass man den Ellbogen am Körper halten kann. Das nächste wäre die Breite unseres Standes. Das heißt, da kann ich wieder so machen, dass ich sage, ich versuche wirklich weite Bewegungen zu machen und den optimalen Stand für mich zu finden, damit ich relativ große, weite Bewegungen kann. Nicht zu tief natürlich, ja, dass ich auch beweglich bleibe bei meiner Beinarbeit. Und man merkt, wenn man zu schmal steht, zum Beispiel in einem linearen Fall leichter nach vor und zurück, ja, stehe ich zu schmal jetzt in der Seite, vorher leichter zur Seite. Also da einen guten Kompromiss zu finden, wie man das gut machen kann. Und dann findet man sehr schnell seinen individuellen Stand heraus, wie man sein Gleichgewicht am besten hält. Jetzt schauen wir uns nur die Handgelenke an. Gute Übungsvariante war, Liegestütz zu machen oder die Liegestützposition zu halten. Das heißt, ich kann in der Position sein oder ich kann es in der Position sein. Dann merke ich gleich, ob das Handgelenk instabil ist. Ich kann die Position halten und mir das einprägen oder ich kann natürlich einen Liegestütz machen und schaue, dass ich die Liegestütze eng am Körper mache. Das ist dann auch die Schlagbewegung später und kann mir das in meinen Körper abstellen. Ja, das wär's. Ich würde es auch nicht so lang machen, das Clip, sondern natürlich nur Grundlagen. Ich hoffe, dass ihr euch da einiges mitgemacht können von unserer Grundposition. Ihr könnt einige Dinge verwenden für euer Training und ist natürlich super für Aufhänger, denke ich, dass man da so einmal starten kann und sich gar nicht viel Fehler eintrainieren tut. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Clip und ihr könnt uns gerne eure Anregungen über die Kommentare schicken. Ihr könnt uns natürlich liken und wenn ihr wollt, natürlich auch verteilen und so geben. Danke fürs Zuschauen und wir gehen weiter auf dem Weg und wir hoffen, vielleicht sehen wir uns einmal. Und ja, wir abschließen nochmal Danke, Baba, und vielleicht sehen wir uns bald.